Ich denke, wir können uns alle noch erinnern an das Jahr 2020, als die Gesundheitskrise ausgerufen worden ist, die schlimmste Pandemie vor uns stand und komischerweise alle Regierungen im Gleichklang, im Gleichschritt nur das Beste für die eigene Bevölkerung, sozusagen für die Weltbevölkerung, wollte. Alles hat gepasst, alle sind nach einer Linie gefahren und das hat uns letztendlich allen den Arsch quasi gerettet, beziehungsweise das Leben gerettet. Jedes einzelne Land hatte allerdings seine Vorgehensweise. Die einen haben es so gemacht, die anderen wiederum so. Deutschland zum Beispiel war relativ locker am Anfang. Die sogenannte Impfpflicht war aber dann auch schon relativ schnell Thema und ich kann mich genau erinnern, wie dann im Mai oder Juni diese Abstimmung stattfand und es nicht zu einer Impfpflicht in Deutschland in Bezug auf diesen ganz schlimmen Gedöns kam. Und da haben wir uns alle gefreut, für diejenigen zumindest, die nicht sich irgendwelche nicht ganz geprüften Sachen reinspritzen lassen wollen. Dementsprechend haben sich viele gefreut, dass das erstmal aufgeschoben worden ist. Die Maßnahmen haben dann in Deutschland aber extrem zugenommen und du weißt es sicherlich noch sehr, sehr genau, wie das dann war. Wie du auch sicherlich in Mitleidenschaft gezogen worden bist und eventuell sogar deine Kinder unter den Maßnahmen, unter den neuen Regulierungen teilweise sehr zu hinterfragen in Bezug auf die deutsche Verfassung, auf das deutsche Grundgesetz sozusagen. Da gab es ja ganz schlimme Fantasien sozusagen, wenn man dann ein Grundgesetz hochgehalten hat, dann wurde man da gleich auf den Boden geschmissen und wer weiß. Ja, du weißt sicherlich, wovon ich rede. Letztendlich haben viele verschiedene Länder viele verschiedene Methoden angewendet. Und auch hier in der Türkei zum Beispiel soll es die ersten paar Monate extrem schwierig gewesen sein. Von einem richtigen harten Lockdown soll die Rede gewesen sein. Und es wurde mir auch bestätigt von denjenigen, die zumindest in Großstädten waren, auch mit so einer Art Headcode, dass du nur quasi dich von A nach B bewegen konntest, wenn du so eine Art Code hattest. Und den du dann digital, einen QR-Code, den du digital vorzeigen musstest. Und das war dann schon auf jeden Fall eine ganz krasse Einschränkung in seine eigene menschliche Freiheit. Nach ein paar Monaten wurde das hier in der Türkei aber relativ gelockert. Die Maßnahmen waren dann noch vor Ort natürlich mit Maske tragen. Viele Arbeitnehmer mussten sich auf jeden Fall auch hier in der Türkei dann auch lassen. Alles nur zum Schutz natürlich für die eigene Gesundheit. Und Schweden zum Beispiel ist eine ganz andere Schiene gefahren. Da war gar nichts mit Schulschließungen, keine Maskenpflicht etc. Da hat wahrscheinlich die Bevölkerung intern sehr gut funktioniert. Wenn du darüber mehr weißt, schreib das auch gerne mal in die Kommentare. Aber damals gab es verschiedene Länder, die natürlich schon auch aufgefallen sind mit ihrer Härte der Vorgehensweise gegen das Volk, beziehungsweise eigentlich ja für das Volk. Denn es geht ja alles nur um den eigenen Schutz und da muss man auch nochmal sich erinnern und Danke sagen, dass genau das so durchgesetzt worden ist, wie es war. Ich kann mich da an Bilder erinnern, speziell aus Australien, wo berittene Reiter quasi mit ihren Pferden auf die Menschenmassen zugerannt sind, die umgetreten haben und mehr. Wirklich hardcore, richtig Lockdowns wurden da gemacht, also da gab es wirklich ganz, ganz schlimme Szenen, wie da Menschen auch runtergebracht worden sind und mehr. Und Australien war da schon sehr, sehr schlimm, was das angeht, meiner Meinung nach. Und ich glaube, egal, ob du jetzt für so eine Politik warst in Bezug auf die eigene Sicherheit und um den Schutz der Menschheit natürlich, war das aber natürlich, wenn man davon Wind bekommen hat in den deutschen Medien, was in der Regel nicht der Fall war, ist das, denke ich, schon sehr extrem gewesen. Ja? Wobei das, denke ich, für viele auf jeden Fall bleibende Schäden, Traumata hinterlassen hat und hinterlassen wird und vor allem Dingen, wie die RKI-Files das letztendlich auch schon alles bestätigt haben, dass vor allem Dingen die Kinder extrem davon leiden und betroffen sind und in Zukunft auch betroffen sein werden. Also wirklich ganz, ganz schlimme Szenarien, was auch in Deutschland natürlich passiert ist. Und als dann auch diese Impfpflicht quasi vorbei war, dieses Thema vom Tisch war, habe ich mich echt gefreut. Aber letztendlich muss man sich nichts vormachen. Wir laufen alle nach einem Plan. Die Struktur, sie läuft, sie steht und sie wird anscheinend durchgesetzt. Und letztendlich hat jetzt nun Neuseeland einen absoluten Horrorplan in meinen Augen da vorgestellt. Und zwar soll es der neuseeländischen Polizei ermöglicht werden, direkte Impfungen an Menschen durchzuführen.
Das ist natürlich wirklich eine ganz krasse Sache. Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Und das Nachrichtenblatt NIOS schreibt dazu, dass das Gesundheitsministerium von Neuseeland im Juli einen Pandemieplan veröffentlicht hat, der den alten Influenza-Plan aktualisiert und um Bestimmungen ergänzt, die aus der Corona gewonnen wurden. Dieser Maßnahmenkatalog sieht die Möglichkeit vor, dass ein Mitglied der Polizei alle erforderlichen Maßnahmen einschließlich der Anwendung von Gewalt ergreifen kann, um einen Amtsarzt bei der Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen. Sinnbildlich bedeutet das einfach, dass wenn in der Straße XY quasi gewisse Menschen noch nicht geimpft sind, hat der Arzt den Auftrag, diese zu und mit Polizeischutz, mit Polizeieskorte sozusagen, Begleitschutz, kann er da in diese Häuser reingehen, beziehungsweise kann die dort vor Ort direkt impfen. Viele würden sich diesen Weg sogar ersparen wollen, finden das sogar als Luxus eventuell, wenn sie einen Hausbesuch bekommen von der Polizei, beziehungsweise sogar von einem Arzt, um sich dann impfen zu lassen. Was in meinen Augen natürlich nicht wirklich so vorteilhaft wäre. Ich will da gerne meine Privatsphäre haben, meine Ruhe haben und ich gehe aber auch nur immer zum Arzt, wenn ich wirklich einen ganz krassen Unfall habe und ich mir selber nicht helfen kann, wegen einem Vorsorge oder wegen einer verstopften Nase oder wegen Kopfschmerzen gehe ich persönlich sowieso schon lange nicht mehr zu einem Arzt. Weil ein Arzt, der kann ja in dem Fall nur die Diagnose stellen, die ich schon weiß mit Kopfschmerzen, wenn ich mich nicht gut fühle und dementsprechend wird er mir nur Schmerztabletten geben und ja, letztendlich kann ich auch auf natürliche Substanzen zurückgreifen. Im Notfall muss ich aber sagen, ganz klar, Rettungsmedizin, bin ich selber Rettungswagen gefahren, kann die Notfallmedizin wirklich sehr hilfreich sein. Aufgaben, aber auch Befugnisse von einem Amtsarzt kann sein, isolierten und unter Quarantäne stehenden Personen eine präventive Behandlung zu verschreiben. Im Pandemieplan, der als Maßnahmenkatalog für den Fall künftiger Pandemie zu verstehen ist, steht es unmissverständlich, die Befugnis, präventive Behandlungen zu verschreiben, ermöglicht es einem Amtsarzt in Bezug auf jede Person, die isoliert oder unter Quarantäne gestellt wurde, zu verlangen, dass die Person dort bleibt, wo sie isoliert oder unter Quarantäne gestellt wurde, bis sie sich in einer präventiven Behandlung unterzogen hat, die der Amtsarzt verschreibt. Präventive Behandlungen gegen Atemwegsinfektionen sind Impfung, Grippe oder Corona. Bedeutet, solange du dich dann nicht hast impfen lassen, kannst du nicht dein Haus, deine Isolation verlassen. Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Ich finde es wirklich ganz krass. Weiter im Text heißt es geht um Atemwegserreger mit Pandemiepotenzial. Als wichtigste Änderung nennt das Gesundheitsministerium Ausweitung des Geltungsbereichs auf Atemwegserreger mit Pandemiepotenzial, Einbettung einiger früher Erkenntnisse aus der Reaktion auf Covid-19, einschließlich des Prozesses zur Durchführung regelmäßiger Risikobewertungen für die öffentliche Gesundheit und der Einführung eines flexiblen Testansatzes. Das bedeutet, im Anschluss an die Corona könnten Atemwegserreger als Anlass genutzt werden, harte Seuchenschutzmaßnahmen anzuwenden. Wichtig ist auch die Definition dessen, wofür der Maßnahmenkatalog gedacht ist. Eine Epidemie, die weltweit oder über ein sehr großes Gebiet auftritt, internationale Grenzen überschreitet und in der Regel eine große Anzahl von Menschen betrifft. Laut dieser Definition ist es nicht mehr nötig, dass ungewöhnlich viele Menschen erkranken oder sterben. Weiter führt das Gesundheitsministerium aus, Pandemien sind globale Verbreitungen eines neuen Krankheitserregers, in der Regel eines. Das bedeutet wiederum, von Pandemien lässt sich demnach auch dann sprechen, wenn keine hohe Morbidität oder Mortalität gegeben ist. Unter Pandemie fällt also, was es in der Menschheit immer schon gab. Atemwegsinfektionen. Das Gesundheitsministerium schreibt, wie Pandemiepotenzial sind solche, die antigene Veränderungen durchlaufen können, beispielsweise Grippe oder auch Corona. Wer diese Pandemie feststellen soll, ist auch bestimmt. Auf internationaler Ebene überwachen Gesundheitsbehörden, darunter, du kannst es wahrscheinlich schon erraten, die WHO, die Weltgesundheitsbehörde, mit Pandemiepotenzial.
Die überprüfen das Ganze, die checken die ganze Lage und wenn die irgendwas feststellen, dann können sie nun auch mittlerweile mit dem Pandemie-Tag ganz klar sagen, Neuseeland, hier muss jetzt was gemacht werden und hier ist jetzt der Auftrag, hier ist der Befehl und ihr kümmert euch um die Ausführung. Neuseeland als westlicher Staat behält sich also künftig Maßnahmen vor, die in extremer Weise in die Grundrechte eingreifen. Darunter, meiner Meinung nach, ganz klar, die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber sie legen es so aus, dass es ganz, ganz schlimm ist. Aber wir das Ganze so definieren, es ist eine Atemwegserkrankung, eine Atemwegsinfektion, die im Volksmund einfach Erkältung, Schnupfen oder Grippe genannt wird. Denn nichts anderes war es auch vor 2020. Das haben ganz viele Menschen einfach bestätigt. Corona gab es schon immer, wurden vor 50 bzw. vor knapp 60, 70 Jahren festgestellt schon und sind dann jetzt einfach mehr publik geworden. Das Augenlicht wurde mehr darauf gerichtet und viele Menschen, viele Doktoren, Ärzte wie Heiko Wodak und mehr für die Aufklärung auch eingesetzt und vielen Menschen sicherlich auch die Augen geöffnet. Ich finde es ganz krass, was hier abgeht und bin sehr gespannt auf deine Meinung, was du dazu sagst und vor allen Dingen, meinst du, es kann in Deutschland und Europa auch möglich sein? Der digitale Impfpass ist ja schon in den Startlöchern. Ich weiß nicht, ob du da schon was mitbekommen hast. Lass es mich wissen.